Wenn ich ein Gitarrenbody gestalte, neues Modell, fange ich wirklich ganz klassisch, ganz einfach an mit Stift und Papier. Ich bin wirklich nicht der großartigste Zeichner und dann kommen solche Dinge raus. Aber am Ende reicht mir das oft schon aus, um irgendwie so eine gewisse Essenz zu erkennen, um so bestimmte Dinge zu definieren, wo ich sage, das sind für mich die Elemente, die es zu explorieren gilt. Und dann geht es wirklich auch schon daran, das Ganze zu digitalisieren. Ich nutze Autodesk Fusion dann eigentlich schon relativ früh im Gestaltungsprozess. Ich gehe dann nicht nochmal irgendwie ein anderes Tool, sondern zeichne dann eigentlich direkt im CAD und fange dort an, Outlines nachzuzeichnen. Aber da wird auch nochmal viel ausprobiert, hin und her geschoben, Variationen gemacht. Und ja, irgendwann findet sich dann die Shape so langsam. Und dann geht es meist weiter, so bestimmte Elemente wie zum Beispiel Pickguard-Designs, hier verschiedene auszuprobieren oder Headstock-Designs, die dann im Prinzip zu der Grundidee passen und so weiter. Das heißt, es ist alles sehr viel auf Papier. Und auch wenn es dann digital ist, hat man am Ende immer das Problem, dass es halt schwer ist, jetzt die Relation zu sehen zu mir, dem Gitarrenspieler später. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man einfach dann auch 1:1, ja, ich mache immer solche MDF-Templates, schreibe mir hier drauf, was es war, stecke die zusammen mit einem Hals und schaue mir das mal an. Wie liegt das irgendwie auf dem Schenkel, wenn ich es irgendwie so habe? Ja? Wie ist es generell so von der Größe her zu einer Statur von verschiedenen Menschen? Und auch ganz funktionale, pragmatische Dinge wie passt die Shape in einen Koffer rein. Ja? Das sind alles Dinge, da findet man dann raus, dass bestimmte Dinge noch optimiert werden müssen. Und so nach und nach findet sich dann aber am Ende diese endgültige Shape, die dann Grundlage ist für alle weiteren Konfigurationen, die ich dann mit der Kundin oder dem Kunden dann eigentlich zusammen im Team erarbeite. Und das bedeutet, das Nächste, was eigentlich dann oft, wenn das Design ausgewählt ist oder das Modell, ist eben häufig die Frage auch des verwendeten Holzes für die jeweilige Gitarre oder den Bass. Und ich habe jetzt hier einfach mal verschiedene typische Hölzer, die für den Solid-Body-Gitarrenbau verwendet werden, hier mitgebracht und zeige jetzt einfach mal so nach und nach, was da vielleicht die jeweiligen Eigenschaften sind. Das, was wir hier oben liegen haben, ist Linde. Das ist ein Lindenholz. Man sieht, es hat eine sehr feine, würde sagen fast langweilige Struktur. Also man sieht hier jetzt nicht sonderlich irgendwie eine Holztextur durch. Und ein Linde-Body bietet sich dann eigentlich immer an, wenn man sagt, die Gitarre wird später komplett gefüllt und kriegt eine deckende Lackierung, wie wir es jetzt hier zum Beispiel sehen, bei dem Modell hier. Dann kann man auch gut einen Linde-Korpus dafür nehmen. Den kann man gut verarbeiten und kann eben solche Effekte oder so eine Haptik mit erzielen. Das nächste Holz, was wir hier liegen haben, ist eine geröstete Sumpfesche. Das ist ehrlich gesagt ein Bodymaterial, was ich nur auf spezielle Anfrage verarbeite. Ich rate, wenn es irgendwie geht, davon ab, weil es zum einen nur Bestände in den USA gibt und diese Bestände leider auch schwer bedroht sind von einem Parasiten. Das heißt, dieses Holz ist ja nicht sehr gut verfügbar und ich achte wirklich darauf bei eigentlich all meinen Instrumenten, dass ich Hölzer nehme, die am Ende auch einfach für eine ökologisch balancierte Betrachtungsweise auch sinnvoll sind. Aber nichtsdestotrotz, die Sumpfesche wird sehr viel verbaut für Solid-Body-Gitarren. Sie ist sehr, sehr leicht. Vor allem jetzt hier im gerösteten Zustand nochmal ca. 10% leichter als im Normalzustand. Sie hat eine tolle Struktur, wie man hier sieht. Aber wie gesagt, ich versuche dann eigentlich, wenn Kundinnen oder Kunden so einen Look haben wollen, habe ich eine andere Variante im Programm. Und zwar ist es das hier. Das ist Esskastanie oder Edelkastanie.
Und es hat so eine ähnliche Porosität und man kann so einen ähnlichen Look damit erzielen. Es ist ein bisschen schwerer, muss man dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz kann man dann auch wirklich so einen sehr lebendigen Look erhalten für Instrumente, wie wir es auch hier sehen. Also solche Strukturen kann man dort wunderbar sichtbar machen. Und genau, das ergibt auch einen sehr schönen Look and Feel. Das Holz, was ich am allermeisten verwende und wahrscheinlich generell für Solid-Body-Gitarren am meisten verwendet wird, ist Erle. Das sehen wir hier. Erle ist ähnlich wie Linde ein sehr homogenes Holz von der Struktur her. Wenig lebendig, aber man sieht so ein bisschen mehr Struktur hier schon als bei einer Linde. Hier auch zum Beispiel ganz schön zu sehen. Das ist wirklich mein absolutes Lieblingsholz, das ich wirklich sehr, sehr häufig verwende. Und am liebsten verarbeite ich es am Ende so, dass ich hier das nicht komplett fülle, die Holzporen, sondern nur grob und dann mit einem sehr dünnen Lack eine Schicht lackiere, die diese Holzstruktur noch sichtbar werden lässt. Man sieht es hier vielleicht so ein bisschen, der Look sieht dann relativ clean aus, aber manchmal, wenn dann das Licht auf eine besondere Art und Weise drauf fällt, dann sieht man eben so ganz bestimmte, zum Beispiel hier so Holzstrahlen, die die Erle zum Beispiel hat, ähnlich wie wie eine Eiche. Und sowas mag ich total gern, weil man so einen ganz cleanen, grafischen Look hat, aber dennoch die Holzstruktur und das Ursprungsmaterial einfach wunderbar zur Geltung kommen. Ein weiteres Element, ich verwende Linoleum als Griffbrettmaterial oder auch für die Abdeckung von Elektronikfächern. Das ist stabilisiert auf einem Alublech. Und das Schöne ist ein Fußbodenmaterial, also das ist sehr, sehr widerstandsfähig und kratzresistent. Und das gibt es eben in sehr, sehr schönen Farbvarianten und mit Mustern. Und das passt auch wunderbar zu diesem matten Look von meinen Instrumenten. Das heißt, es gibt so einen ähnlichen Glanzgrad. Und ja, das kommt ganz gut an. Wenn ich mit der Kundin oder dem Kunden all diese Dinge definiert habe, die am Ende die Elemente des Instruments sein sollen, Hölzer etc., dann geht es für mich auch schon an die weitere Ausarbeitung im CAD. Es gibt sozusagen schon die Grundkonstruktion ist vorhanden, aber oft gibt es dann noch Anpassungen für bestimmte Pickups, die ich vielleicht so noch nicht verbaut hatte. Die kommen dann eben noch als Detail in die Zeichnung mit dazu. Und das heißt, diese Datei, die dann im Autodesk Fusion existiert, die exportiere ich mit dem Shaper-Plugin in ein SVG und bearbeite das dann in der Regel noch in Illustrator nochmal nach, füge noch einige Details hinzu oder füge eine bestimmte Farbmarkierung hinzu, damit Origin weiß, wird die Kontur außen, innen geschnitten. Wenn das Bodydesign dann mit allen Elementen irgendwie klar steht, dann ist es eingefügt in so ein Rechteck, wie man das hier sieht. Und dieses ist wichtig, weil das für mich eigentlich so ein Standardmaß ist, wie mein Body-Rohmaterial geschnitten ist. Diese beiden 8 mm Löcher außerhalb der Bodykontur nutze ich, um die Fräsung der Vorderseite und die Fräsung der Rückseite perfekt aufeinander zu matchen.